Willkommen zurück bei Neovara. In Teil 2 haben wir uns angeschaut, wie Intervallfasten 8/16 funktioniert und warum es für so viele Menschen ein leichter Einstieg ist. Bei mir persönlich war es tatsächlich der erste Ansatz, mit dem ich wirklich nachhaltig Gewicht verloren habe, über 10 Kilo in einem Jahr. Doch dann kam die Phase, die viele kennen, das Plateau. Die Waage bewegt sich nicht mehr nach unten, egal wie sehr ich das Zeitfenster einhielt. Für mich war das aber ein weiterer Wendepunkt. Ich habe gesagt, jetzt mache ich erst recht weiter. Und genau darum geht es in diesem Video. Ich möchte dir die beiden Hebel zeigen, die mir geholfen haben, das Plateau zu überwinden. Nämlich weniger Zucker und mehr Bewegung. Das erste war 8/16. Die beiden Schritte haben mir nicht nur geholfen, weiter abzunehmen, sondern auch gesundheitlich enorm viel gebracht. Und vielleicht findest du darin auch Impulse für deinen eigenen Weg. Aber bevor wir uns näher mit Süßigkeiten beschäftigen, noch eine Bitte. Falls dir unsere Videos gefallen, würde ich mich über ein Abo und ein Like sehr freuen. Es ist für dich kostenlos, aber bedeutet die Welt für mich. Vielen Dank. Wenn man über Ernährung und Abnehmen spricht, kommt fast automatisch das Wort Zucker ins Spiel. Und ich kann dir sagen, bei mir war genau das der nächste große Schritt, der zweite Hebel nach dem Intervallfasten. Nicht genau auf Null, ich habe den Zucker nicht 100% gestrichen, aber ich habe ihn deutlich reduziert. Und schon das hat spürbar etwas verändert. Meine offensichtlichen Zuckerquellen waren Schokolade, Schokoriegel, Kekse, Produkte aus der Konditorei und vieles mehr. Und ganz besonders artete das immer an Ostern und Weihnachten aus, wenn die Osterhasen und Weihnachtsmänner weg mussten. Dieser Zuckerverzicht war aber wirklich nicht ohne. Die ersten paar Tage musste ich mich sehr anstrengen und ablenken, um nicht im ganzen Haus rumzulaufen, damit ich irgendwas Süßes in irgendeiner Schublade finde. Daran habe ich deutlich gemerkt, wie Zucker regelrecht süchtig machen kann. Und je mehr Zucker man konsumiert, umso größer wird später die Lust und der Druck darauf. Das Problem mit Zucker ist aber auch, dass er so oft versteckt daherkommt. Klar, jeder weiß, Schokolade, Gummibärchen, Cola, Kuchen, das ist Zucker pur. Aber die Fallen liegen häufig in den Lebensmitteln, bei denen man es nicht erwartet. In Fruchtjoghurts, in Fertigsoßen, in Ketchup oder auch in vielen Getränken. Ein Eistee oder ein Apfelschorle wirkt harmlos, kann aber schnell mehr Zucker enthalten, als man denkt. Und was passiert dann im Körper? Der Zucker schießt ins Blut, der Blutzuckerspiegel steigt sprunghaft an, der Körper versucht das möglichst schnell zu regulieren und der Blutzucker fällt wieder rapide ab. Und genau dann meldet sich der Heißhunger. Und wenn man es schafft, diesen Kreislauf durch weniger Zuckerkonsum zu durchbrechen, passiert etwas Spannendes. Der Hunger wird insgesamt weniger. Die großen Schwankungen werden kleiner und der Körper verlangt nicht ständig nach dem nächsten schnellen Zuckerkick. Für mich hat es bedeutet, keine Softdrinks mehr, weniger Fertigprodukte, dafür mehr Wasser, Kaffee ohne Zucker und mehr einfache, unverarbeitete Lebensmittel. Und wenn ich etwas Süßes wollte, habe ich dann halt öfter mal zu Obst oder Nüssen gegriffen. Das ist vielleicht auch nicht perfekt, aber viel besser als Zucker. Und man muss ja auch nicht gleich alles radikal streichen. Es reicht nach und nach, weniger Zucker einzubauen. Der dritte große Hebel nach dem Zucker war für mich Bewegung. Und damit meine ich jetzt nicht plötzlich einen Marathon zu laufen oder ins Fitnessstudio zu ziehen, sondern Bewegung, und zwar Laufen bzw. Gehen, so in den Alltag einzubauen, dass es wirklich machbar ist. Und ganz ehrlich, am Anfang hatte ich Bedenken. Bei meinem Höchstgewicht von fast 120 Kilo hatte ich schon Knieprobleme und ich habe mich gefragt, wie soll ausgerechnet Laufen und Gehen gut für meine Gelenke sein? Aber dann habe ich mir überlegt, da waren ja inzwischen schon 10 Kilo weniger auf der Waage, also auch 10 Kilo weniger, die meine Knie tragen mussten.
Das war ein Moment, an dem ich das Gehen einfach ausprobieren wollte. Das zweite Problem war der Zeitaufwand. Wenn ich 5 Kilometer am Tag gehen will, brauche ich dafür 1,5 Stunden. Diese Zeit muss man erstmal freimachen und mit einem vollen Arbeitstag am Computer war das praktisch unmöglich. Dann kam mir eine Idee, warum nicht im Gehen arbeiten? Ich habe mir dann nämlich ein Laufband gekauft, darauf eine Tastatur gestellt, mit einem Beamer gearbeitet und so konnte ich E-Mails beantworten, Konzepte schreiben und telefonieren, während ich in Bewegung war. Oft bin ich so 10 Kilometer am Tag gegangen, mit etwa 3,5 km/h und habe dabei ganz normal gearbeitet. Für mich war das wie eine kleine Revolution. Ich konnte eine eigentlich sitzende Arbeit und Bewegung miteinander verbinden. Natürlich gab es dabei auch lustige Momente. Wenn Kunden anriefen, hörten sie manchmal das Laufband im Hintergrund und fragten, was das für komische Geräusche seien. Sobald ich dann erklärte, dass ich gerade am Gehen arbeite oder im Gehen arbeite, waren sie meistens begeistert. Ich hatte alles vorne auf meiner Laufbandablage, Tastatur, Maus, Telefon mit Headset, sogar meine Wasserflasche. Ein kompletter Büroarbeitsplatz eben, nur dass die Beine dabei ständig in Bewegung waren. Auf diese Weise hat mich das lange und weite Gehen keine Minute am Tag gekostet. Ich weiß, nicht jeder hat die Möglichkeit, so zu arbeiten, aber gerade im Homeoffice ist das heute für viele denkbar. Und selbst wer kein Laufband hat, kann Bewegung in kleinen Schritten auch in den Alltag integrieren. Und auch ich bin öfter mal in der Woche kürzer mit dem Laufband gelaufen und habe dann dafür abends mit Frieda in der Natur einen Spaziergang gemacht. Und weißt du was? Mit der Zeit hat sich dann auch mein Schweinehund verändert. Am Anfang war es ein richtiger Bernhardiner, schwer, faul, kaum zu bewegen. Doch nach und nach wurde der kleiner und jetzt hat er ungefähr die Größe von meiner Frieda. Vielleicht sieht man sie im Bild. Und das Beste, meine Knieprobleme sind komplett verschwunden. Mit guten Laufschuhen, die Erschütterungen dämpfen und ganz wichtig, einen schonenden Laufstil, hat die Bewegung nicht geschadet, sondern genau das Gegenteil bewirkt. Meine Gelenke wurden stabiler und die Knieschmerzen sind komplett verschwunden. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass das bei dir auch so sein wird, aber Gehen ist so ziemlich das Beste für die Gelenke ab der Hüfte abwärts und für den Rücken. Denn Gelenke gehen nicht von der Bewegung kaputt, sondern vom vielen Sitzen. Was mich zusätzlich motiviert hat, ich habe gemerkt, dass sich nicht nur das Gewicht verändert hat, sondern auch meine Körperwerte. Mein Blutdruck ist besser geworden, Cholesterin hat sich verbessert und mein Ruhepuls hat sich normalisiert. Und auch im Alltag spüre ich den Unterschied. Treppensteigen, längere Spaziergänge mit Frieda oder einfach ein aktiver Tag im Büro, alles fällt mir heute viel leichter als früher. Und es sind diese kleinen Dinge, an denen man merkt, die Veränderung ist nicht nur auf der Waage sichtbar, sondern sie macht das ganze Leben leichter. Und genau das ist die Botschaft. Mit weniger Zucker und mehr Bewegung kannst du nicht nur das Plateau durchbrechen, sondern auch deine Gesundheit spürbar stärken. Deine Gelenke, dein Herz-Kreislauf-System, sogar dein Energielevel profitieren davon. Als kleines Extra habe ich für dich ein Fraktal-Kaleidoskop-Video erstellt. Ein Geschenk von mir an dich. Dieses Video ist dafür gedacht, dich innerlich zu unterstützen, dir Disziplin, Motivation und Energie zu liefern, wenn du abnehmen möchtest. Es lädt dich ein, in eine meditative Stimmung zu kommen, dein Unterbewusstsein auf leichter werden auszurichten und neue Energie zu tanken. Schau es dir gerne an, wann immer du Motivation brauchst, sei es abends vor dem Schlafengehen oder zwischendurch, um zur Ruhe zu kommen. Den Link zum Video findest du unten in der Videobeschreibung.
Im nächsten Teil, dass in alles dem in Teil Ordnung 4, ist. geht es dann um die Frage, Auch ich wie bin findest Familie. du dein Wohlfühlgewicht Jeder Tag und wie bringt mich hältst du meinem es dauerhaft, ohne Wohlfühlgewicht näher. Jojo-Effekt und ohne falsche Ideale. Zum Abschluss wie immer noch ein Bilderwitz, diesmal mit einem kleinen Schuss Sarkasmus. Am Ende nämlich läuft es auf eine ganz einfache Wahrheit hinaus, die dieser Bilderwitz ausdrücken möchte. Du kannst deine Zeit entweder mit Sport und gesunder Ernährung verbringen oder im Wartezimmer einer Arztpraxis. Ja, natürlich gibt es auch viele Situationen im Leben, die wir nicht kontrollieren können. Das ist mir auch ganz bewusst. Ein Unfall, eine Erbkrankheit oder andere Schicksalsschläge. Aber in all den Fällen, in denen wir sehr wohl Einfluss haben, liegt die Verantwortung bei uns. Und genau darin steckt auch unsere Chance, es besser zu machen. In diesem Sinne wünsche ich dir bis zum nächsten Mal viele kleine Momente, in denen du spürst, ja, es geht voran mit der Gewichtsabnahme und mit neuer Energie. Ich freue mich, wenn wir uns in Teil 4 wiedersehen.